Im heutigen Video bin ich für euch im Bundesland Thüringen unterwegs. Ich möchte dort nämlich gerne zwei Züge ausprobieren. Der erste ist ein Siemens DESIRO Classic, die Baureihe 642. Das ist die Linie RE55, mit dem fahren wir von Nordhausen nach Erfurt. Und dann testen wir den Regio-Swinger, das ist die Baureihe 612 von Erfurt nach Leinefelde. Wir fahren in der ersten Klasse. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade im Bundesland Thüringen, ganz genau im Ort Nordhausen, und ich möchte heute mit euch ein paar Regionalzüge erkunden. Ja, von Nordhausen geht es jetzt erstmal nach Erfurt, und zwar mit der Baureihe 642, dem Siemens DESIRO Classic. Da ist schon der Bahnhof Nordhausen, und hier rechts seht ihr eine kleine Straßenbahn. Und hier, wenn wir mal ein bisschen reinzoomen, dort dieses orangene Gebäude, das ist der Bahnhof für die Harzer Schmalspurbahn. Bis vor kurzem sind die sogar noch von hier aus bis zum Brocken hochgefahren. Die fahren nur noch bis Dreiannenhohne. Auf zum Bahnhof. Dort vorne, wo ich gerade rausgekommen bin, ist eine kleine Fußgängerzone, und ja, da gibt es sehr leckeres Eis. Thüringen ist ja bekannt für die Thüringer Bratwurst. Da erzähle ich euch später noch ein bisschen was drüber. Na dann, gehen wir mal rein. So sieht es hier aus. Noch ein DB Reisezentrum. Da ist die Anzeigetafel. Vielleicht sehen wir unseren Zug schon. Da, 10:34 Uhr nach Erfurt. Auf Gleis 3. Hier ist noch ein Bäcker. Und da geht es auch schon zu den Gleisen. Hier gibt es sogar auch einen Fahrstuhl, falls ihr Schwierigkeiten mit dem Laufen habt und nicht die Treppen gehen könnt. Ich nehme mal die Treppen. Und dann geht's ab in den Tunnel. Unser Zug ist noch nicht angeschlagen. Ich bin viel zu früh dran. Aber dann können wir sogar noch einen Abellio bei der Einfahrt begutachten. Er ist doch schon angeschlagen. 10:34 Uhr, RE55 nach Erfurt. Nordhausen. Da bin ich gerade rausgekommen. Gleis 3, Einfahrt RB 57 von Halbert-Heiligenstadt, weiter als RB 57 nach Halbert-Heiligenstadt über Leinefelde, Abfahrt 10:03 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Also RB 57 ist ein Abellio. Willkommen, lieber Abellio. Baureihe 9442. Grüß dich. Falls ihr gerade die Ansage mitgehört habt, der RB 57 fährt auch nach Leinefelde, und Leinefelde ist heute unser Ziel, weil wir wollen nämlich ab Erfurt mit der Baureihe 612, dem Regio-Swinger, nach Leinefelde fahren. Also heute stehen auf dem Plan Baureihe 642 und Baureihe 612. Und so sieht es hier am Bahnhof Nordhausen aus, wenn wir einmal uns drehen. Ist gerade nicht so viel los. Wer weiß, vielleicht habe ich den Zug für mich alleine. Das wäre cool. Der nächste Zug ist schon unserer. Er soll laut Plan um 10:19 Uhr hier eintreffen. Dann haben wir echt noch eine Viertelstunde Zeit, um uns den Zug ganz in Ruhe anzuschauen. Bisher sind auch noch keine Leute am Gleis, also könnte gut funktionieren. Und hier seht ihr die Fahrtrichtung. Wir fahren ja heute erste Klasse, also müssen wir uns in Fahrtrichtung nach vorne begeben. Das gibt's ja gar nicht. Unser Zug ist viel zu früh dran. Da kommt er. Hallo. Das ist RE 56 aus Erfurt.
Wir nehmen aber gleich RE 55. Da sehen wir es nochmal. RE 55 nach Erfurt und Baureihe 642. Siemens DESIRO Classic. Dieser kleine Triebwagen ist übrigens knapp 42 Meter lang und wir laufen ihn jetzt einmal ab. Hier kommt noch ein Überblick über den ersten Teil unserer heutigen Route. Wir starten in Nordhausen und wie wir gerade gesehen haben, nehmen wir RE 55, den Siemens DESIRO Classic, um Richtung Süden in die Hauptstadt von Thüringen nach Erfurt zu fahren, zum Hauptbahnhof. Wir wollen ja in die erste Klasse. Und so sieht es hier aus. Ach cool, hier ist sogar ein Fahrkartenautomat drin. Nicht schlecht. So, zweite Klasse ist hier noch. Jo, die Sitze sehen recht normal aus. Mülleimer gibt es hier auch. Ist ja noch gar nichts los. Na gut, dauert ja noch eine Viertelstunde. Da sind die Vierer. Und jetzt gehen wir in die erste Klasse. Warum ist denn die Tür hier auf? Ich möchte gerne die Tür zu haben. So, Tür zu. Was mag das sein? Weiß jemand von euch, was das hier sein soll? Ach, für Koffer kann man wahrscheinlich abstellen. Oh, wir können sogar dem Triebwagenführer über die Schulter gucken. Wie cool. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich denn erste Klasse und zweite Klasse unterscheiden. Also wir sehen, der Unterschied könnte sein, dass man mehr Beinfreiheit hat. Und die Sitzpolster sind anders. Ich nehme den kleinen Platz hier. In Fahrtrichtung und gut geschützt, damit ich voll meine Ruhe habe. Hier ist ganz schön frisch hier in dem Zug. Draußen kann man ja schön im T-Shirt rumlaufen, aber hier bräuchte ich rein theoretisch sogar einen Pulli. Hier sehen wir es nochmal, erste Klasse und Rauchverbot. Und hier ist ein kleiner QR-Code, den scannen wir nachher. Aber erstmal machen wir einen Sitztest. Also tatsächlich ist der sehr bequem. Finde ich gut. Ja, das kann man aushalten. Man kann den Sitz leider nicht verstellen, aber ich glaube, bei einer Fahrt, die ein bisschen länger als eine Stunde dauert, ist das auszuhalten. So sieht der Sitz nochmal im Detail aus. Die Lehnen kann man auch nicht einstellen. Und ihr seht, hier kommen meine Beine. Ich habe gigantisch viel Platz. Wunderbar. Der Tisch ist auch nicht schlecht. Er ist zwar klein, aber man kann halt hier eine Flasche hinstellen. Sehr praktisch. Eine Sonnenblende haben wir leider keine und das Fenster kann man auch nicht aufmachen. Oh, hier ist was Spannendes. Ein Haltewunschknopf. Wird sowas überhaupt noch benutzt? Auf geht's. Ausfahrt RE 55 aus Nordhausen nach Erfurt. Genießen wir die Dieselbeschleunigung. Unser Siemens DESIRO Classic hat eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Vermutlich werden wir die 120 km/h nur auf dem ersten kleinen Stück erreichen, weil der Großteil der Strecke mit 90 km/h angegeben ist. Und hier rechts sehen wir die Vorbereitungshalle der Harzer Schmalspurbahn. Ach, schaut mal, dahin fährt sie gerade. Ja, wie schön. Doppelausfahrt. Hammer. Na, das nenne ich ja mal einen Start, wa?
Es ist gut möglich, dass wir gleich unsere Höchstgeschwindigkeit sehen. 120 km/h wären das. Also die 120 km/h werden wir wohl doch noch nicht sehen, weil wir schon gleich in 2-3 Minuten unseren ersten Halt erreichen. Und hier habe ich eine Nordhäuser-Spezialität. Es heißt echter Nordhäuser. Das probieren wir mal. Prosit auf eine schöne Doppelzugfahrt. Einmal Baureihe 642 und später 612. Lecker. Lecker. Unsere Fahrt mit RE55 nach Erfurt dauert leider nur 1 Stunde und 13 Minuten. Es gibt auf dieser Strecke sogar noch einen zweiten RE, nämlich RE56. Und RE56 braucht unglaubliche 4 Minuten länger, nämlich 1 Stunde 17. Wir haben also mit RE55 einen regelrechten Expresszug. Ich habe gerade mal nach technischen Features geschaut. Es gibt keine. Weder Steckdose noch WLAN. Schade. Na gut, diese Baureihe wurde auch nur bis 2008 gebaut, von daher ist es zu verzeihen, dass da nicht so viel Technik drin ist. Aber von außen sehen sie unglaublich schön aus, als wenn sie total neu wären. Unglaublich. Ich wurde gerade kontrolliert. Und zwar wirklich kontrolliert. Also erstmal das Ticket und dazu die Bahncard. Das finde ich gut. Ich bin ja schon in zahlreichen Regionalzügen gefahren, wo einfach gar nicht kontrolliert wird. Aber dass sie das hier machen, absolut top. Fühle ich mich sehr wohl. Weil ich zahle ja extra gerne ein paar Euro mehr, damit ich meine Ruhe in der ersten Klasse habe. Und so sieht die Thüringer Landschaft um Wolkramshausen aus. Ganz viel Grün und eine ganz langsame Geschwindigkeit. Ich schaue mal, wie schnell wir sind, aber es werden wahrscheinlich nur knapp 90 km/h. Das wird wohl unsere Hauptgeschwindigkeit bzw. unsere Höchstgeschwindigkeit bis nach Erfurt sein. Also es ist regelrecht eine Zugwanderung. Jetzt scanne ich den QR-Code. Der QR-Code hat nicht wirklich geholfen. Er hat uns nur auf regioguide.de gebracht. Ja, das habe ich aber schon im DB Navigator, also keine zusätzlichen Infos. Schade. Und so sehen nochmal die Sitze aus meinem Blickwinkel. Wir haben 12 Sitzplätze in der ersten Klasse, angenehmes Licht, eine Gepäckablage und hier können wir dem Triebwagenführer über die Schulter schauen. Das machen wir gleich nochmal. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es schaukelt wie auf einem Schiff. Aber es ist ein angenehmes Schaukeln. Ich genieße das voll. Ich habe meine Ruhe, ich kann schön rausgucken. Toll. Eine sehr angenehme Strecke. Zumindest bisher. Wer weiß, was noch kommt. Ja, hier lässt es sich aushalten. Wunderbar. Schauen wir dem Triebwagenführer über die Schulter. Schade, dass er die Sonnenblende unten hat. Sonst könnten wir noch besser rausgucken. Boah, wir fahren an einem Bahnhof vorbei. Naja, wir sind ja der Expresszug. Der RE56 hätte gehalten. Ich habe ja vorhin schon mal kurz erzählt, dass es ja hier in Thüringen eine ganz besondere Bratwurst gibt. Die Thüringer Rostbratwurst. Und tatsächlich ist der Begriff Thüringer Bratwurst europäisch geschützt. Aber eigentlich ist es irreführend, weil die Thüringer Bratwurst eigentlich eine Thüringer Rostbratwurst ist. Die ist 15 bis 20 cm lang und mit recht grobem Brät gemacht. Also die ist halt nicht so fein, die ist so ein bisschen grober. Ich zeige euch mal, wie sowas aussieht. Da seht ihr es, das ist eine grobe Thüringer Rostbratwurst. Auch wenn der geschützte Begriff Thüringer Bratwurst heißt. Und natürlich darf das Fleisch, beziehungsweise das Schweinefleisch, die ist nämlich aus Schweinefleisch hauptsächlich, nur aus Thüringen kommen. Und später, wenn wir im 612er fahren, kommen wir nämlich an einem Ort vorbei, wo es das Deutsche Bratwurstmuseum gibt. Da sage ich euch Bescheid und schreibe euch dann eine Info. Wir fahren jetzt gerade nach Erfurt. In Erfurt wurde
die älteste dokumentierte Bratwurst gefunden. Das war 1269. Unglaublich, oder? Ich zeige euch mal, wo wir uns gerade befinden. Wir sind hier in Sondershausen. Und bis Sondershausen hätten wir 100 bis 120 fahren können. Haben wir aber nicht. Dieser eine Abschnitt hier von Nordhausen, diese kleine Kurve, ne, da sind wir ja fast 110 gefahren. Da ist auch sogar 130 bis 140 km/h erlaubt. Und jetzt, nach Sondershausen, ist nur noch Tempo 90. Also ich glaube, viel langsamer geht's nicht. Und da unten ist irgendwo Erfurt. Ist wohl noch ein bisschen weiter weg. Da ist Erfurt. Warum auch immer, wir haben hier in Sondershausen 6 Minuten Aufenthalt. Aber hier sind gar keine Leute. Da kamen ein paar Leute raus. Das ist der Bahnsteig Sondershausen. Und mehr gibt's hier nicht. Was ich sehr niedlich an dem Sitz finde, ist dieser kleine Tisch. Der ist praktisch, aber hat leider keine Becher-Einkerbungen. Somit könnten wir hier, zack, die Flasche wegschieben. Und weiter geht's. Super pünktliche Ausfahrt aus Sondershausen. Power! Seht euch mal die Gleise an. Das ist ja alles tipptopp in Schuss hier. Wunderbar. Ob es sich nicht lohnt, diese Strecke zu elektrifizieren? Weil sieht ja eigentlich so aus, als wenn man hier doch einen Tick schneller fahren könnte. Anstatt nur 90 km/h. Weiß jemand von euch, wofür das Piepen gerade war? Ist das womöglich ein Signal, dass er schneller fahren darf? Weil jetzt gibt er Gas. Jetzt hören wir auch den Dieselmotor mal ein bisschen arbeiten. Sondershausen, Stellwerk. Ja, sieht alles top aus hier, die Strecke. Wunderbar in Schuss. Achtung, nochmal der Hinweis. Hier gibt es keine Steckdosen auf RE55 und RE56. Also ladet eure Geräte vorher gut auf. Ihr wisst ja, dass ich aus Niedersachsen komme. Und in Niedersachsen ist generell Alkoholverbot in sämtlichen Regionalzügen. Hier in Thüringen ist das anders. Ihr dürft hier tatsächlich in den Zügen, also nur in den Zügen, nicht in Bussen, Alkohol trinken. Ich habe jetzt allerdings kein Bier dabei. Ist nicht so schlimm. Hier sehen wir schon mal den nächsten Zug. Das ist ja die Baureihe 612 mit Neigetechnik und anscheinend fährt der in einer Dreifachtraktion. Wow, da muss ganz schön was los sein. Ich habe mir jetzt mal eine neue Speedometer-App runtergeladen, weil in der anderen ist mir einfach zu viel Werbung. Und ich habe sie in Fabi-Grün eingestellt. Ja, hier ist nicht so viel Werbung und so kann ich die Geschwindigkeit gut abschätzen, weil genau ist das bestimmt nicht, obwohl wir 23 Satelliten gerade hatten. Ja, das ist wesentlich angenehmer. Jetzt haben wir aber schöne freie Sicht. Jetzt können wir die ganzen Felder sehen. Wir sind zwischen Sondershausen und Greußen. Wow. So viele Felder in der Dimension habe ich nur in Amerika bisher gesehen. Und in Amerika gibt es auch auf den Feldern keine beschränkten Bahnübergänge, so wie hier eben gerade. Da wird dann die ganze Zeit immer gehupt in Amerika. Habt ihr vielleicht in einem Video von mir schon mal gesehen. Da bin ich ja mit dem Zug quer durch Amerika gefahren, von Portland, Oregon nach Eugene, Oregon. Eigentlich war das ein reines Hubkonzert. Aber war eine schöne Zugfahrt. Sehr gemütlich der Zug. Ausfahrt aus Greußen. Also wenn ihr euch Ruhe wünscht,
dann solltet ihr nach Greußen ziehen. Hier ist wirklich überhaupt nichts los. Und wir fahren einfach nur durch Wald. Ist aber wirklich wunderschön hier. Alles grün. Na, hier kommt jetzt doch noch ein bisschen Leben. Das war es dann wohl aber auch. Das war Greußen. In 10 Minuten ist diese wunderbar gemütliche Zugfahrt schon wieder vorbei. Schauen wir aber den Triebwagenführer noch ein bisschen über die Schulter an. Das ist ein toller Blick. Tja, da ist nichts als grün. Nur grün, grün, grün. Wunderbar. Man kommt sich vor wie im Simulator. Oh, Erfurt Nord sieht ja spannend aus. Ein Graffiti-Bahnhof. Ausfahrt aus Erfurt Nord. Na, das sieht aber ein bisschen älter aus hier, nicht wahr? Wie praktisch. Der Triebwagenführer hat sogar meinen Zug angesagt. RE1 von Gleis 8. Nach. In Fahrtrichtung rechts. Oh, jetzt ist aber was los hier. Schon ICE. Erkennen wir, was das für einer ist? Ich glaube, das war ein ICE-T. Hoffentlich habe ich die nicht schon wieder durcheinander gebracht. Ich verwechsel immer ICE 3 und ICE T. Da ist schon Erfurt Hauptbahnhof. Und raus mit uns. Einmal zu Gleis 8, bitte. Doch, ist da ein. So sieht's hier aus. Ach, Gleis 8 ist nebenan. Abfahrt 11 Uhr 11. Heute circa 45 Minuten später. Heute von Gleis 2. RB20 nach Eisenach Hauptbahnhof. Tja, ich laufe einfach mal ein Stück in die Richtung, weil ich habe ja Gleis 8 schon gefunden. Ob hier irgendwas Spannendes ist. Bisher sehe ich noch nicht viel. Ja, da ist ein schöner ICE. Da hinten steht schon irgendeine Bahn. Aber das kann doch noch nicht unsere sein, oder? Also es ist Gleis 8. Steht da echt schon Göttingen dran? Der fährt nach Schmölln. Wir wollen nach Göttingen. Unserer kommt nämlich von Schmölln. 612. Aha. Wow, der sieht cool aus. Nach Gera. Zug gefunden. Zugteil RE1 in den Abschnitten E bis F. Endet in Gotha. Wir wollen bis nach Leinefelde. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss in G bis H, da ich ja weiter bis kurz vor Göttingen möchte, nach Leinefelde. Also ab zu Abschnitt G. Und dann sitzen wir ganz hinten in der ersten Klasse.
Ach, da steht noch ein Abellio. Und oh Wunder, unser RE55 fährt wieder zurück. Abschnitt G erreicht. Ich gehe aber bis H. Soll reichen. Dann habe ich bestimmt Ruhe beim Einsteigen. Oh, noch ein ICE, wie schön. Hier sehen wir es nochmal. Erfurt Hauptbahnhof. Gleis 8. Abschnitt H. Ich scheine wohl hier hinten meine Ruhe zu haben. Da hinten kommt er. Unser schöner 612. Sogar mit Dreifachtraktion. Übrigens, ein Segment ist knapp 52 Meter lang. Grüß dich, RE1. Wow, der heizt hier aber rein, du. Hammer. So. Einmal erste Klasse bitte. Ganz hinten. Da ist sie. Na, steigt jemand aus? Erste Klasse. Yay! Hier kommt noch der Überblick über unseren zweiten Teil der heutigen Route. Wir nehmen die Baureihe 612 und fahren gen Nordwesten nach Leinefelde. Das ist auch unser Zielbahnhof. Da ist schon Leinefelde. Heute von Gleis 2. Und hinein. Oh wow, das ist ja eine coole Konfiguration hier. Cool. So, da haben wir schon mal einen Vierertisch. Aha. Der sieht gut aus. Oh ja. Der ist zwar recht hart, aber dennoch sehr bequem. Und hier müssen wir tatsächlich Features suchen. Ich habe schon eine Steckdose gefunden. Da ist eine Steckdose. Eine Steckdose ist für 2 Plätze. Und hier seht ihr, wie viel Platz ich habe. Ich kann mich komplett lang machen. Und hier ist noch ein Klapptisch. Wunderbar. Wieder mit Getränkeabsteller, damit nichts wegrutscht. Richtig gut. Na, geht der hoch? Ja, der geht hoch. Ihr seht, wir haben hier sogar Ledersitze. Und das in so einem alten Wagen. Der letzte davon wurde nämlich in 2003 produziert. Hier ist auch noch mal eine Steckdose. Also unten kann man nichts verstellen. Das ist fest. Ne, da geht nichts. Ja, und so sieht es hier aus. Im Erste-Klasse-Abteil. Was haben wir? 16 Plätze. Ja, 16 Plätze. Ich fahre irgendwie gerade rückwärts. Ich muss mich vorher ein bisschen umsetzen. Guten Tag, werte Fahrgäste, wir begrüßen Sie im RE 3658 von Erfurt Hauptbahnhof nach Göttingen. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Der nächste planmäßige Halt Neudietendorf. Wir haben zurzeit eine Verspätung von 3 Minuten. Jetzt können wir noch mal den ganzen Bahnhof sehen. Dieser Zug hier ist ein bisschen schneller als unser vorheriger. Der darf sogar bis zu 160 km/h fahren. Erfurt Hauptbahnhof vorbei. Hier sind auch noch ein paar Knöpfe. Lampen. Klack. Funktioniert wunderbar. Schöne Ablage haben wir auch. Und sogar ein eigenes Schild, wo wir denn hinfahren. RE1 nach Göttingen. Das kann man hier schon aushalten. Ja, hier sehen wir den Flur. Da hinten ist die zweite Klasse. WLAN soll es hier auch geben. Bei den Sitzen gibt es auch noch einen Trenner. Hier, den kann man auch hochklappen. Jetzt hat man einen Kuschelsitz. Und Kleiderhaken sind da oben noch. Einen kleinen Mülleimer finden wir auch noch. Und einen großen Tisch. Aber da fehlt was.
kein Loch für ein Getränk. Also man merkt schon gleich, wie schön sich der Zug in die Kurven neigt, weil der hat ja Neigetechnik. Gucken wir uns gleich nochmal an. Gerade stehen wir echt ein bisschen schräg. Es soll hier WLAN geben. Das probieren wir aus. WLAN gefunden. Klicken wir drauf. So, das akzeptieren wir. Und wir sind drin. Jetzt schauen wir mal, wie schnell wir sind, weil ich glaube, wir sind recht schnell. Oh, fast Topspeed, 152. 160 darf er. Ja, machen wir doch mal einen Internet-Speed-Check. Los geht's. Bei 150 km/h haben wir eigentlich gar kein Internet, nicht mal ein Mbit. Der Triebwagenführer möchte wohl die Verspätung reinholen, sind aber auch nur 3 Minuten. Er bremst ziemlich aggressiv. Aber der Zug ist wunderbar bequem. Top. Hat lange gedauert, bis ich den endlich mal wieder fahren konnte. Stoßen wir an auf eine schöne 612er Fahrt, erste Klasse nach Leinefelde. Prosit. Ich zeige euch nochmal den Sitz im Profil. Oh, eine halbautomatische Tür. Man muss allerdings den Knopf drücken, sie geht nicht von alleine auf. Aber wie ihr seht, es ist alles wunderbar sauber hier. Zumindest in der ersten Klasse. Und da dieser Zug mit einer Dreifachtraktion kommt, haben wir tatsächlich auch dreimal eine erste Klasse. Ich sitze übrigens gerade ganz hinten, weil der Zug wird in Gotha geteilt und der hinterste Teil fährt halt nach Göttingen, in dem sitze ich ja gerade. Verfolgen wir doch mal unseren Zug. Weil das Internet so schlecht ist, wird die Karte nicht geöffnet. Gehen wir nochmal zurück. Ja, jetzt geht's. Also, wir sind in Gotha gleich. Und Gotha sieht so aus, als wenn wir dann gleich die Fahrtrichtung wechseln. Weil hier in unserem hintersten Teil des Zuges ist nämlich auch schon ein Triebwagenführer. Dann gehen wir da mal davon aus, dass die Fahrtrichtung gewechselt wird. Vermutlich erreichen wir jetzt unsere Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h, weil zwischen Gotha und Erfurt sind 200 km/h erlaubt. Und so sehen 145 km/h in der Baureihe 612 aus. Na, wir kommen der Sache näher. 149, 150. Naja, das ist ja schon fast Höchstgeschwindigkeit. 155. Aber merkt ihr das? Der ist richtig schön leise. Sehr angenehm zu fahren. Also die App hat 155 gezeigt. Sollte passen. Sagen wir einfach, wir sind 160 gefahren. Dort oben sehen wir es. Wir sind richtig. RE1 nach Göttingen. In Gotha sollen wir laut Plan 7 Minuten Aufenthalt haben. Warum? Weil 1 oder 2 Zugteile abgekoppelt werden. Gerade kam nochmal die Durchsage, nur der vorderste Triebwagen bleibt in Gotha stehen, der mittlere Wagen und der, in dem ich sitze, der fährt dann einfach rückwärts wieder raus nach Göttingen. Einfahrt in Gotha. Ist nicht so viel zu sehen hier. Schade. Aber schon wieder ein Abellio. Ich muss mich jetzt umsetzen, weil ich möchte in Fahrtrichtung fahren. Schauen wir uns nochmal unseren Zug von vorne an. Weil wir wechseln ja jetzt die Richtung. RE1, wunderbar. Und da sehen wir es nochmal, 612. Und da steht eine 641. Jetzt sehen wir den Zug mal in komplett. Cooles Teil. Ich nehme mir jetzt mal den Platz. In Fahrtrichtung. Ausfahrt aus Gotha. Genießen wir die Beschleunigung.
hier könnt ihr jetzt noch mal ein Stück kommen, wo wir 160 fahren dürfen. Und danach ist maximal 140. Mehr nicht. So ist übrigens gerade mein Blick. Da vorne sitzt der Triebwagenführer. Na los, 160. Schaffst du? Ja. Topspeed 160. Jetzt brauchen wir nur noch eine Kurve, damit wir sehen, wie die Neigetechnik funktioniert. Oh, angeblich sogar 162. Ja, so sehen 160 km/h in der Baureihe 612 aus. Der schaukelt ganz schön. Also diese App ist einfach wesentlich angenehmer und wesentlich besser. Da hat mich bisher noch keine Werbung gestört. Top! Ob nochmal eine Kurve kommt? Weil vorhin haben wir uns schön in die Kurve gelegt. Aber merkt ihr, wie das wackelt? Ich halte einfach nur meine Hand gerade. Das Fenster scheint undicht zu sein. Es pfeift. Hier ist ja alles nur voller Felder. Wahnsinn. Bestimmt war hier früher mal Wald. Unser erster Klassenbereich ist so schön leer, da kann ich doch mal einen Klotest machen und mal meine Sachen stehen lassen. Oh, hab mich vertan. Hier ist gar kein Klo. Wie doof. Naja. Nun zeige ich euch, wie ich das Ticket gebucht habe. Eine Buchung direkt nach Leinefelde über Erfurt war nicht möglich. Ich musste den Bahnhof Mühlhausen nehmen, der ist vor Leinefelde. Und das hat mich mit Bahncard-Rabatt 46,80 € gekostet. Wir erreichen nun Mühlhausen und Mühlhausen hat eine Besonderheit. In Mühlhausen gibt es nämlich das erste Bratwurstmuseum. Unglaublich, dass es sowas überhaupt gibt. Ich sitze leider auf der falschen Seite, sonst könnte ich euch den Bahnhof zeigen. Aber merkt euch, Mühlhausen Bratwurstmuseum. Falls ihr Lust habt, mich zu unterstützen, werdet doch Business Class Mitglied auf meinem Kanal. Als Business Class Mitglied seht ihr alle Videos, die ich bereits vorbereitet habe, sofort. Sämtliche Videos, die ich aufnehme, wie zum Beispiel das hier eben gerade, das kriegt ihr dann schon innerhalb von 1 bis 2 Wochen. Da gebe ich nämlich immer Vollgas und lade die Sachen hoch. Also vielen Dank, falls mich einer von euch unterstützt. Viel zu sehen. Da ist nur das Schild. Mehr gibt es nicht zu sehen. Schade. Was ich erstaunlich finde ist, in dem Zug wurde man gar nicht kontrolliert. Oh, man wird doch kontrolliert. Kontrolliert, super. Also das letzte Stück hat es durchaus in sich. Hier wird man richtig durchgeschüttelt. Werdet mir nicht seekrank. Und wir haben wieder plattes Land. Und es schaukelt. Oh, jetzt legen wir uns aber ordentlich in die Kurve. Ich glaube, jetzt sieht man es. Wir stehen ganz schön schräg. Hammer. Jetzt sieht man es. Die Kamera kann gar nicht fokussieren, weil wir so schief stehen. Und in die andere Richtung. Links, rechts, links, rechts. Das ist toll. Genießen wir noch ein bisschen die Neigung. Leinefelde wurde schon gerade angesagt. Da kommt er. Oder es ist nur das Stellwerk. Wohl eher nur das Stellwerk. Da ist er. Oh, schön neu. Sieht toll aus. Gut angekommen in Leinefelde. Wunderbar. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Toll. So sieht Leinefelde aus. Nicht so viel Spannendes zu sehen auf den ersten Blick. Da hinten fährt unser RE1. Tja, ich bin gut angekommen in Leinefelde. Also das hat wirklich mal wunderbar wieder geklappt. Erstaunlicherweise klappen meine Zugfahrten immer sehr gut. Wir sind mit beiden Zügen perfekt pünktlich angekommen. Und der RE1, der ist eigentlich erst in Schmölln mit 10 Minuten Verspätung losgefahren. Der hat alles aufgeholt. Wunderbar. Ja, ich bin, wie ihr seht, gut angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.